In diesem Video zeige ich den Aufbau eines MTW 100 Motorturmwagens aus einem Kibri-Bausatz, inklusive dem Einbau von Licht sowie Antrieb und Sound durch einen motorisierten Viessmann Niederbordwagen. Das Video ist in Kapitel unterteilt, die über die Textbeschreibung sowie den roten Balken unter dem Video direkt angesprungen werden können. Motorturmwagen werden zur Bau und Instandhaltung von Oberleitungsanlagen eingesetzt. Sie sind heute oft Bestandteil von kontinuierlich arbeitenden Fahrleitungsumbauzügen. Der MTW 100 ist ein Produkt der Firma Plasser & Theurer, den es in verschiedenen Bauformen gibt. Das Fahrzeug ist selbstfahrend und wird durch einen Dieselmotor angetrieben. Der Pantograph dient nur der Erdung und Prüfung der Fahrleitung. Weiterhin verfügt der Wagen über eine frei drehbare Arbeitsbühne sowie einen Ladekran. Hier zu sehen ist die Übersicht und Auflistung des verwendeten Materials. Neben dem MTW-Bausatz sowie dem motorisierten Niederbordwagen werden noch einige Kleinteile benötigt. Kibri hat eine etwas ältere Ausführung des MTW 100 mit der Bezeichnung 083 nachgebildet. Für die Motorisierung und den Sound sowie die Schaltung des Lichts setze ich den Niederbordwagen von Viessmann ein. Die Dreileiter-Version ist mit einem Schleifer ausgestattet. Die zwei schaltbaren Ausgänge des Funktionsdecoders sind unterhalb des Modells zugänglich. Für eine rollfähige Version gibt Kibri passende Radsätze an. Zur Versorgung der LED des MTW verwende ich stromführende Kupplungen. Als Alternative zum Kunststoffpantographen ist in der Anleitung ein beweglicher Ersatz angegeben. Da dieser nicht verfügbar war, habe ich ein ähnliches Modell ausgewählt. Jetzt zeige ich Schritt für Schritt den Aufbau des MTW mit besonderem Blick auf den Einbau der zusätzlichen LEDs. Neben einer gut verständlichen Aufbauanleitung sowie zwei Bögen mit Klebeetiketten enthält der Bausatz eine größere Zahl an Spritzlingen in 5 verschiedenen Farben. Für mich besonders problematisch sind dabei die etwas zum Orange neigenden gelben Bauteile. Zum Vergleich habe ich im Hintergrund ein unbehandeltes sowie ein farblich angepasstes Gleisbaumodell aus einem früheren Video dazugestellt. Da der MTW nicht im Schotter pflügen muss, habe ich mich für eine nur leichte Anpassung entschieden. Dazu tauche ich den Pinsel kurz in schwarze Farbe und trage dann das Gelb ohne Vermischung der Farben auf. Dadurch entsteht ein leichter, unregelmäßiger Schmutzschleier. Da die geriffelten Strukturen der schwarzen und grauen Bauteile in der Realität aus Metall bestehen, behandle ich sie mit Silberbronze. Dies ergibt dann den typisch metallischen Charakter. Das Grau wird am Ende gar nicht mehr zu sehen sein. Die Geländer werden schwarz eingefärbt. Damit das Modell rollfähig wird, werden anstelle der im Modell vorhandenen Kunststoffräder Metallradsätze verwendet. In der Bauanleitung werden passende Bestellnummern für Gleichstrom- und Wechselstromradsätze genannt. Ein Tropfen Öl in die Lagerung verbessert die Rolleigenschaften. Damit kann die erste Seite der Bauanleitung nun abgearbeitet werden. Die zweite Seite beginnt mit dem Aufbau der Fahrerkabine. Da das Modell eine schaltbare weiße und rote Stirnbeleuchtung erhalten soll, sind entsprechende Bohrungen für Drähte bzw. Leuchtmittel vorzusehen. Die rot gefärbte Kunststoffattrappe wird durch einen funktionsfähigen Pantographen ersetzt. Da das in der Bauanleitung genannte Teil nicht verfügbar war, habe ich einen vergleichbaren Stromabnehmer verwendet, der leicht modifiziert wurde. Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Das Loch in der Deckplatte wird in die Führerkabine fortgesetzt. Mangels verfügbaren Lichtleitermaterials habe ich mich dazu entschieden, die LEDs vor die Kabine zu setzen. Hierzu sollen die nur wenige Cent teuren SMD-LEDs eingesetzt werden. Da ich mit unbedrahteten Bauteilen bislang keine Erfahrung hatte, habe ich mir zunächst verschiedene Baugrößen bestellt. Dabei erwies sich die Baugröße 603 als für mich zu schwierig händelbar, sodass ich mich zum Einsatz der Baugröße 805 entschieden habe. Diese lässt sich auch für einen Grobmotoriker wie mich gut verarbeiten. Die Verbindung der LEDs mit den Drähten ist mechanisch erstaunlich belastbar.
Längeres Erhitzen mit dem Lötkolben haben die Bauteile problemlos ausgehalten. Nachdem der Test erfolgreich war, wird die LED eng vor die Durchführung gedrückt und mit Sekundenkleber fixiert. Nun zum Unterteil der Führerkabine, das 4 LEDs aufnehmen soll. Entsprechend werden durch alle 4 angedeuteten Scheinwerfer Löcher gebohrt. Zur Durchführung der Stromzuführungen unter den Waggon sind ebenfalls Durchbrüche erforderlich. Hier die Ansicht mit durchgefädelten Drähten sowohl von der Ober- als auch der Unterseite. Eine nach der anderen werden die LEDs angelötet und getestet. Auch die Besatzung darf nicht fehlen. Damit ist der Fahrzeugkörper nun fertig und es erfolgen die Aufbauten. Hierbei ist eine Vielzahl von Einzelteilen zu verbauen, die über diverse Spritzlinge verteilt sind. Dieser Teil des Zusammenbaus erschien mir am aufwendigsten. Um die Arbeitsbühne später bewegen zu können, habe ich wie angegeben diese Teile nicht verklebt. Bevor ich die Aufbauten und Handläufe vollständig angebracht habe, werden die teilweise winzigen Klebeetiketten angebracht. Zum Abschluss werden die noch fehlenden Teile ergänzt, Bemalungsschäden ausgebessert und Drehgestelle sowie Räder mit Pulverfarbe gealtert. Jetzt wird der angehängte Arbeitswagen vorbereitet, der Antrieb, Sound und auch die Lichtsteuerung übernehmen wird. Auf einer Seite enthält der Wagen bereits werksseitig schaltbare und mit der Fahrtrichtung wechselnde rote und weiße LEDs. Der Sounddecoder kann wahlweise Dampflok- oder Diesellokgeräusche abspielen. Auch ein Horn sowie Bremsgeräusche sind verfügbar. Unterhalb des Waggons sind 2 Schaltausgänge zugänglich, die über die Funktionstasten F5 und F6 schaltbar sind. Die beiden Schaltausgänge werden mit einer stromführenden Kupplung verbunden, deren Gegenstück am MTW montiert wird. Mit einer feinen Lötspitze sind die Lötpunkte ohne Demontage von Teilen unter dem Waggon erreichbar. Verwendet wird eine 4-polige Kupplung, wobei ich eine gemeinsame Rückleitung für beide Schaltausgänge verwende, sodass ein Kontakt ungenutzt bleibt. Auch der Motorturmwagen erhält eine Kupplung und die Leitungen zu den LED werden unter dem Wagen entlang geführt. Diese benötigen einen Vorwiderstand, wobei ich die roten und weißen LED zunächst parallel geschaltet habe, sodass nur 2 Widerstände erforderlich sind. Die Kupplungen lassen sich einfach zusammenstecken und wieder auseinanderziehen. Hier der erfolgreiche Funktionstest. Damit ist der Aufbau abgeschlossen. Zum Abschluss nun einige Bilder des fertigen Modells. Ich hoffe, das Video hat gefallen und bis zum nächsten Mal.